Warum wir jetzt mit dem Bus fahren und nicht mit dem Motorrad? Ganz einfach. In den Dörfern hier fahren sie fast alle wie die Profis, aber viele haben keinen Führerschein. Es ist für die Menschen oft einfach zu teuer, jedes Jahr die Gebühren und die Versicherung zu bezahlen. Da heute wegen politischer Events viel Polizei auf den Straßen ist, wollte Alice kein Risiko eingehen. Und deshalb sitzen wir jetzt im lokalen Bus auf dem Weg nach Tagbilaran. Hi. Hi. 안녕하세요. 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 Yes, she's working here. This is your friend? Yes, my friend. My friend. Yes. She's a fantastic, you Yeah, know. yeah. I know. You are cooking, cleaning at home too. Yeah. I'm also washing clothes. Wow, it's good. You are Yeah. very modern husband. I'm honestly, I'm washing and also I'm carrying my daughter and son. Nachdem Alice mich ihren Kollegen und ihrem Chef vorgestellt hatte, war ich echt amüsiert. Was für eine herzliche Stimmung. Ich habe mich dann von Alice verabschiedet, um selbst noch ein bisschen einzukaufen. Aber dann wurde es chaotisch. In Tagbilaran liegen die Malls so nah beieinander. Alturas Altacita City Square. Ich bin von einer zur anderen gelaufen, hin und her, bis ich ehrlich gesagt gar nicht mehr wusste, in welchem Supermarkt ich gerade stehe. Aber nicht nur der Weg zwischen den Malls war chaotisch, der Supermarkt selbst ist ein echtes Abenteuer. Stellt euch vor, in einem Gang gibt es Armbanduhren und Kochtöpfe, direkt daneben Schreibwaren für die Schule und dann plötzlich unzählige Regale mit Soßen, Dosenprodukten und Bergen von Instant-Nudeln. Für meine deutsche Ordnung im Kopf ist das absolut chaotisch, aber gleichzeitig so aufregend. Man weiß nie, was man hinter der nächsten Ecke findet. Es ist ein bisschen wie eine Schatzsuche. Eigentlich wollte ich nur Honig und Moskitokilo kaufen, aber am Ende komme ich mit 2 Fächern, einem Nudeljeep und Küchentüchern wieder raus. Man kann hier einfach nicht Nein sagen. Ich habe für meine Küche etwas gefunden, das für Nudeln und das mehr gefunden hier. Thank you. Salamat kayo. My daughter, my granddaughter, and my grandson. I am Mon. 안녕하세요. Bye-bye. Hello. Aber das Beste an diesem Chaos, überall bin ich so offenherzige Menschen begegnet. Mitten im Supermarkt oder zwischen den Regalen haben mich wilde Fremde angesprochen und mir stolz ihre ganze Familie vorgestellt. In welchem Mall ich genau war, weiß ich am Ende nicht mehr. In Philippinen einkaufen zu gehen, ist sowas aufregend. So lebendig. Es macht mir sehr viel Spaß hier wirklich. So viele Angestellte arbeiten gleichzeitig. Wow. Das muss Öl sein, oder? In der Fleischabteilung ist viel los, aber die Qualität ist allgemein sehr fetthaltig. Die Filipinos sind echt verliebt in Zucker. Hier ist einfach alles süß. Ich habe getrockneten Tintenfisch probiert und gekauft. Pures Protein kann ich euch nur empfehlen. Hier im Supermarkt gibt es zwar auch frischen Fisch, aber schaut euch die Preise an. Warum im klimatisierten Laden teuer einkaufen, wenn wir die gleichen Schätze fangfrisch und günstig direkt am Dorfmarkt bekommen?
Hier ist mein Lieblingsabteil. Abteilung. Gemüse und Obst. Vorne präsentiert und hinten vorbereitet. Salamat, salamat. Tayo. Salamat kayo. Salamat kayo. I love the kindness hier in Bochol. Ich verstehe es einfach nicht. Hier in Bochol gibt es so viele frische Sachen direkt von der Erde, vom Baum, vom Hof oder fangfrische aus dem Meer. Aber warum sind die Supermärkte dann so voll mit ungesunden, importierten fertigen Produkten und riesigen Bergen an Dosen und instanten Nahrung? Das Ganze ist oft sogar viel teurer als die heimischen Sachen. Mein Tipp für euren ersten Einkauf: kauft lieber lokal bei den Leuten im Dorf. Es ist viel günstiger, es ist gesund, es ist frisch, es lohnt sich einfach. Unterstützt die Heimischen, statt das Geld in teure Importware zu stecken. Yeah. Heute fahre ich wieder mein Motorbike. Be careful. Hello. Yeah. Endlich wieder im Grünen. Ich freue mich so, zurück nach Hause nach Dauis zu fahren. Ganz ehrlich, ich lebe viel lieber im Dorf als in Tagbilaran. Die Stadt ist mir einfach zu stressig und ehrlich gesagt auch ein bisschen hässlich. Mir fehlen dort die Palmen und die Natur. Hier im Dorf reicht mir ein kleiner Sari-Sari-Store völlig aus zum Glücklichsein. Wenn euch dieses kleine Abenteuer inspiriert hat, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und schreibt mir einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Annyeong!